Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen News-Video. Und zwar geht es dieses Mal wieder um etwas, das von unserer Regierung beschlossen wurde und das wahrscheinlich die Webentwickler unter euch betrifft, beziehungsweise vor allem die, die eine eigene Plattform betreiben. Und zwar ist ein neues Gesetz auf dem Weg, das besagt, man hat ab sofort nur noch eine Stunde Zeit zum Löschen von Terrorvideos, beziehungsweise Terror, was auch immer, Terrorinhalten im Endeffekt, ja. Also Propaganda im Sinne von illegal. Und wir wollen in diesem Video klären, wie realistisch das ist, beziehungsweise was das eigentlich für euch bedeutet. Gut, schauen wir uns das Ganze mal genau an. Veröffentlicht wurde das Ganze auf Euraktiv und ja, da steht im Endeffekt genau das drin, was ich euch gesagt habe. Der Vorgang ist folgender: Wenn ein Video gemeldet wird, dann muss reagiert werden. Das hört sich erstmal nicht ganz so schlimm an, aber im Endeffekt kommt es auch wieder darauf hinaus, dass die Plattformen auf sich alleine gestellt sind. Das Problem ist hierbei nämlich nicht, dass man das tun sollte, ganz im Gegenteil. Ich finde es absolut sinnvoll, dass man Terrorvideos löschen muss, ist ganz klar. Oder generell Terrorpropaganda löschen muss. Aber ja, es ist ein bisschen ein Problem meiner Meinung nach, dass hier die Betreiber völlig auf sich alleine gestellt werden. Denn so einfach, wie man sich das hier vorstellt, ist es leider nicht. Es geht nicht einfach nur, das Ding zu löschen. Man muss trotzdem noch manuell überprüfen. Und zwar, weil zum Beispiel Monster einfach ein Video von Red Bull als Terrorinhalt meldet und schon haben wir den Salat. Wenn jetzt hier eine automatische Löschung einfach so stattfindet, ohne dass nochmal jemand drüber guckt, dann hat einfach hier jeder die Möglichkeit, YouTube-Videos oder generell Inhalte zu melden und dementsprechend entfernen zu lassen. Und das führt im Endeffekt dazu, dass alle Inhalte entfernt werden können, denn jeder hat gegen irgendwen anders irgendwas. Ja? Vielleicht stimmt einfach man nicht mit der Meinung desjenigen überein oder vielleicht findet man, was auch immer, irgendwas nervig. Ich merke das ja auch bei meinen Videos. Einer mag immer irgendwas nicht und das wird auch bei diesem Video hier wahrscheinlich wieder der Fall sein. Dementsprechend möchte ich natürlich die anderen, denen das Video gefällt, hier gerade mal ganz kurz dazu aufrufen, das Video zu liken oder mir zumindest zu sagen, warum es nicht so gut ist. Okay. Aber ja, dementsprechend muss natürlich hier eine manuelle Prüfung, das heißt nochmal drüber geguckt werden über diese Meldung. Und man kann nicht einfach so ohne Kommentar das Ganze löschen. Relativ problematisch also. Gut, was macht man also nun? Man hat im Endeffekt folgenden Ablauf hier. Der Nutzer verfasst einen Post. Das Posting wird veröffentlicht, also zum Beispiel in Form von Video, von Textinhalten und so weiter und so fort. Dann wird der terroristische Inhalt gemeldet. Dann hat man eine Stunde Zeit, um zu prüfen, ob das Ganze illegal ist bzw. Terrorpropaganda ist. Und dann, falls man nicht rechtzeitig reagiert hat, kommt es zur Strafe. Jetzt haben wir hier schon direkt die Auflistung. Es geht nicht nur um Videos, sondern es geht generell um Inhalte. Und das bedeutet, es muss nicht nur auf Videos zutreffen, sondern auch auf Artikel, Kommentare, eigentlich alles, ja. Das heißt, es kann auch gut sein, dass YouTube-Kommentare betroffen sind. Es ist eigentlich auch so, dass YouTube-Kommentare betroffen sind. Es ist aber eigentlich sogar so, dass alles betroffen ist, was man ins Internet reinstellt. Nur, dass natürlich zum Beispiel bei Sachen wie WhatsApp oder sowas, wenn ihr mit eurem Gegenüber schreibt, also wenn jetzt zum Beispiel eine Terrororganisation WhatsApp zum Kommunizieren nutzt, ja, dann kann man natürlich nichts reporten. Das heißt, die eigentliche Kommunikation ist immer noch nicht geschädigt. Es ist nur geschädigt, was quasi zur Propaganda verwendet wird, was natürlich trotzdem sinnvoll ist. Aber dementsprechend bezieht sich das eigentlich auf alle Inhalte, sprich auf Twitter-Textposts, auf Instagram-Stories oder Bilder, auf Facebook-Posts und eigentlich auch auf News-Posts, wobei die natürlich sowieso meistens verifiziert werden, weil die von Autoren kommen. Und ja, die Strafe, die hat sich definitiv gewaschen. Die beträgt circa 4 oder bis zu 4% des aktuellen Umsatzes, nicht des Gewinns, nicht der Gewinn, sondern wirklich der Umsatz ist hier gemeint. Das heißt, das, was eingenommen wird. Und das sind bei YouTube zum Beispiel 600 Millionen Dollar im Jahr. Also es bezieht sich auch wirklich auf das 4%ige Jahresumsatzvolumen. Und das sind bei YouTube tatsächlich 600 Millionen Dollar. Und das ist schon ziemlich heftig, wenn man bedenkt, dass YouTube an sich nicht mal Gewinn abwirft. Ja, das muss man auch mal im Kopf behalten. Okay. Also das geht tatsächlich nur auf den Umsatz. So, und ja, jetzt haben wir natürlich ein paar Möglichkeiten hier. Klar, wenn man keinen Umsatz hat, dann ist man da irgendwie nicht von betroffen, was natürlich auch nicht sinnvoll ist, wenn man keine Werbung schaltet und plötzlich einfach irgendwelche Terrorpropagandasachen durchgehen lässt. Aber wenn man irgendwie Geld verdienen möchte als Webseitenhoster, hat man nun mehrere Möglichkeiten. Also
ja, im Endeffekt genau 3. Und zwar einmal überprüft man das Ganze von Hand, dann überprüft man das Ganze mit einer KI oder man nutzt einen Content-Blocker. Wobei wir bei letzterem sehen werden, dass der nicht exklusiv ist. Das heißt, die Plattformen sind weitestgehend auf sich alleine gestellt, die können miteinander natürlich kooperieren, aber der Staat, der fordert mal wieder nur und hilft eigentlich relativ wenig, was ich hier wirklich stark bemängle. Wir wollen uns die ganzen Optionen mal ganz kurz angucken und fangen selbstverständlich mit Option 1 an, von Hand prüfen. Die manuelle Prüfung umfasst dann zunächst einmal natürlich sehr, sehr viele Materialien. Also zum Beispiel auf YouTube werden pro Minute 400 Stunden Videomaterial hochgeladen. Das ist eine ganze Menge und das ist nur YouTube, ja. Also klar, YouTube ist eine Riesensache, aber das bezieht sich ja nicht nur auf Videos, sondern auch auf die Kommentare und so weiter und so fort, die eigentlich auch noch geprüft werden müssten. Ich habe mich jetzt hier mal nur auf die 400 Stunden Videomaterial konzentriert, die pro Minute hochgeladen werden. Das macht monatlich 17.280.000 Stunden Videomaterial, die auf YouTube hochgeladen werden, im Schnitt, ganz grob, ja. Und das ist ungefähr Faktor 24.000 von dem, was sich eine Person angucken kann. Das heißt, man braucht 24.000 Personen, die dauerhaft gleichzeitig gucken, also auch nachts und am Wochenende, um hier wirklich jedes Material gescannt zu haben und jedes Material gesehen zu haben, vollständig. Wir nehmen auch mal ganz kurz hier eine weitere Annahme an, dass der Umsatz skaliert. Das heißt, wenn wir Faktor 24.000 haben, also wir haben 400 Stunden Material pro Minute, machen wir 1.250 Millionen Dollar Umsatz im Monat. Das heißt, wenn wir zum Beispiel nur Faktor 2400 haben, nehmen wir hier einfach mal an, wir machen 125 Millionen im Monat. Ja, das ist einfach mal so eine grobe Annahme, damit wir hier quasi YouTube generalisieren können. Mir ist klar, dass das so nicht funktionieren wird, aber YouTube als Beispiel soll hier mal ausreichen. Der Worst Case, der muss hier definitiv betrachtet werden, denn das Risiko ist viel zu hoch, dass hier was durchsickert. Wie gesagt, 600 Millionen Dollar als Strafe, dass hier was durchsickert, das ist einfach unfassbar riesig. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass jedes Video geflaggt wird. Denn wenn zum Beispiel jetzt so ein, ich nenne es jetzt einfach mal Exploit, öffentlich wird, dass jeder jedes YouTube-Video entfernen lassen kann für eine gewisse Zeit und da dann YouTube nicht mehr hinterherkommt mit Flaggen, dann kann es durchaus sein, dass einfach jedes Video von irgendwem reported wird. Und deswegen funktioniert das so nicht so ganz. Das heißt, man muss hier tatsächlich davon ausgehen, dass jedes Video eigentlich betrachtet werden muss. Relativ problematisch, denn dafür wären 432.000 Vollzeitmitarbeiter nötig, die 40 Stunden im Monat arbeiten. Ja, wir können nicht mit mehr als 40 Stunden im Monat rechnen, denn das ist der normale Ablauf und manchmal kann es natürlich mehr sein an Videomaterial, die hochgeladen werden, aber manchmal eben auch weniger. Pro Mitarbeiter werden im Monat mindestens 2.500 € fällig. Das ist wirklich ein absoluter Minimallohn, okay? Das ist definitiv eine beschissene Bezahlung, denn ihr müsst hier einrechnen, dass die Leute nicht nur sich die Videos wirklich angucken müssen, sondern sie müssen sie natürlich auch noch, sie müssen auch noch irgendwie Krankenkasse und sowas zahlen. Also YouTube muss dann Krankenkasse zahlen, YouTube muss Steuern zahlen und so weiter und so fort. Das ist nicht das, was die Leute wirklich am Ende auf der Hand haben, sondern das ist das, was YouTube für die bezahlt, diese 2.500 € pro Monat. Und das ist wirklich, wirklich wenig. Aber wir können hier vielleicht auch davon ausgehen, dass einige Mitarbeiter vielleicht nicht in Deutschland sitzen, wobei manche natürlich in Deutschland sitzen müssen, damit sie die Sprache verstehen, weil die deutschen Videos, die müssen natürlich auch verstanden werden. Wenn ich jetzt hier in meinen Videos irgendwas sage, das kann einen schlechten Inder beurteilen, ob ich da jetzt gerade Propaganda für irgendwas mache. Also relativ problematisch das Ganze und ja, dementsprechend kommen auf YouTube ungefähr 1080 Millionen im Monat zu an Kosten, um nur diese Überprüfer da zu beschäftigen. Das ist nicht wirklich eine Option meiner Meinung nach, denn ja, das ist wie gesagt, YouTube macht keinen Gewinn, YouTube macht nur Umsatz und die Ausgaben für YouTube sind jetzt schon höher als das, was sie eigentlich einnehmen. Das Ganze finanziert sich nur durch gewisse KI-Sachen, die Google dann eben sponsert sozusagen und deswegen wird YouTube weitergeführt. Ja, die zweite Option ist vielleicht ein bisschen realistischer und zwar eine KI. Die KI, die soll natürlich erstmal gebaut werden, das heißt, wir müssen eine neue KI schreiben, die Trainingsdaten bekommt. Im Fall von solchen KIs werden wahrscheinlich mindestens 1000 Bilder bzw. Textposts bzw. Videos nötig sein, damit wir hier irgendwas erreichen können.
Und davon brauchen wir natürlich von terroristischen Inhalten, die wir von den nicht terroristischen Inhalten unterscheiden wollen. Da brauchen wir natürlich Material von beidem. So, das ist legal nur schwierig machbar, sage ich jetzt mal. Manchmal wurden natürlich schon auf Videoplattformen solche Inhalte hochgeladen. Auf die kann natürlich zurückgegriffen werden, falls sie denn nicht gelöscht wurden. Wobei das nicht unbedingt Spaß macht für den armen Menschen, der die KI entwickeln muss, sich diese Trainingsdaten rauszusuchen. Das sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ich würde das nicht machen. Und natürlich braucht man irgendwelche Experten, die so eine KI entwickeln. Zum Beispiel hat das Content-ID-System bei YouTube circa 100 Millionen Dollar gekostet. Also die haben tatsächlich schon so eine Art Filter mit Dingen, die man eben nicht hochladen darf, weil sie urheberrechtlich geschützt sind. Die KI, die hier nötig wäre vermutlich deutlich leichter zu schreiben und deutlich leichter zu bauen, aber vermutlich dennoch in Millionenhöhe der Kosten her. Und selbstverständlich muss das Ding auch noch laufen gelassen werden. Das heißt, wir brauchen einen Server, der diese KI zur Verfügung stellt. Das ist wahrscheinlich das kleinste Problem, aber trotzdem sind das Kosten, die man hier einfach mal auch im Kopf haben sollte. Denn so eine KI, die wirklich 400 Stunden Material in der Minute überprüfen soll, die braucht natürlich auch eine gewisse Leistung. Generell 400 Stunden Material in der Minute anzugucken, braucht schon eine gewisse Leistung. Und ja, eine KI braucht natürlich dementsprechend mehr. Okay. Was noch schlimmer ist, eine KI ist selten mal 100% genau und in dem Fall, also speziell in diesem Fall, sind False Negatives unfassbar teuer, nämlich genau 600 Millionen Dollar im Jahr, im Fall. Also jedes Mal, wenn ein False Negative rauskommt, sprich, wenn die KI sagt, ist nicht Terror und es ist eigentlich Terror, dann ist es natürlich ein False Negative und dementsprechend kostet das Ding 600 Millionen Dollar. Und ja, deswegen wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wenn sich die KI nicht zu 100% sicher ist, dass es kein Terrorinhalt ist, dass dann sowieso nochmal jemand von Hand drauf gucken muss. Ja, nicht so unbedingt schön. Kommen wir also zur dritten Option, und zwar dem Content-ID-Blocker. Der Content-ID-Blocker ist so ziemlich, oder nicht Content-ID, der Content-Blocker, Entschuldigung. Der Content-Blocker, damit meine ich im Endeffekt ein System, das mal ganz kurz den Inhalt entfernt, bis man eingestuft hat, ob es Terrorinhalt ist oder nicht. Und dementsprechend hat man hier auch unendlich Zeit, weil man kann das Video sozusagen unendlich einfach nach hinten verschieben. Das heißt, ein Video ist einfach eine gewisse Zeit lang nicht verfügbar, bis es eben überprüft wurde. Oder es ist natürlich einfach dauerhaft weg. Aber es ist trotzdem limitiert. Das heißt, wenn wir irgendwie 400 Stunden in der Minute bekommen und einfach so viele Anfragen haben, dass das einfach nach hinten verschoben wird, irgendwann kommen die halt dann trotzdem nicht mehr hinterher. Irgendwann ist halt die Pipeline so lange, dass die Überprüfung einfach viel zu lange dauert. Deswegen ist so ein Content-Blocker nicht unbedingt die beste Idee. Das heißt, wir brauchen trotzdem noch eine KI, die hier auch wirklich quasi auf fast Echtzeit zumindest prüfen kann, ob das Ganze eigentlich so in Ordnung ist oder nicht. Ja, das heißt, wir haben hier eigentlich auch dasselbe Problem wie mit Artikel 13 oder mit Urheberrechtsproblemen genau genommen. Und man kann das mit KI oder manuell machen, also nach dem Content-Blocker sozusagen. Wenn das Ding geblockt ist, dann hat man ja quasi Zeit. Vermutlich, und das wäre so wahrscheinlich die beste Option, wird es auf eine Kombination von allen dreien rauslaufen. Erstmal wird natürlich der Content gesperrt werden durch einen Content-Blocker. Das heißt, der Inhalt, der markiert wurde, der wird erstmal verboten. Also niemand kann ihn angucken. Wenn jetzt zum Beispiel jemand mein Video flaggen würde als Terrorinhalt, dann würde man den nicht angucken können, bevor nicht überprüft wurde, ob das auch wirklich Terrorinhalt ist oder nicht. Wenn rauskommt, dass es vermutlich kein Terrorinhalt ist, was eine KI tun wird, also die KI guckt dann nach, ist das vielleicht Terror oder ist es kein Terror? Und wenn die KI sich sicher ist, dass es kein Terror ist, dann kann es natürlich nochmal sein, dass die sich nicht 100% sicher ist und dementsprechend muss man dann nochmal von Hand drauf gucken, während wenn die KI sich natürlich zu 100% sicher ist, dann wird das Ding wieder freigegeben. Aber es kann natürlich auch hier wieder zu sehr, sehr vielen Videos kommen, die vermutlich nicht veröffentlicht werden können, weil die KI sich vielleicht geirrt hat. Wir sind mittlerweile in einem Zeitalter, da sind KIs relativ gut, deswegen wird das vermutlich nicht so oft vorkommen. Ja, aber was machen jetzt Plattformen, die nicht in der Lage sind, einen Content-Blocker zu bauen, weil sie vielleicht einfach nicht so viel Traffic haben, dass sie jetzt hier wirklich sagen können, okay, ich programmiere mir das Ding jetzt hier. Zum Beispiel einfach arme Menschen, die sich hier ein Kommentarsystem in ihrem WordPress-Blog aufgebaut haben
Oder was ist mit Leuten, die sich eine KI nicht leisten können, die dann wirklich alles von Hand überprüfen müssen, auch nachts, auch zu absolut bescheuerten Zeiten wie 31.12. um 0 Uhr nachts, ja, da muss man auch innerhalb von einer Stunde prüfen, was ist denn eigentlich mit denen? Da bleibt eigentlich nur eine Option und das ist mal wieder sehr traurig. Diese Leute haben eigentlich nur die Möglichkeit, die Plattformen zu schließen, denn so viel Ausgaben wirklich hier zu haben, das ist natürlich eher unschön. Klar, 4% des Jahresumsatzes, das klingt erstmal nicht viel, aber wenn das halt mehrfach vorkommt, dann ist das natürlich absolut katastrophal für die Plattform und ja, eine KI kann man sich hier nicht unbedingt leisten. Das heißt, mein Fazit hier ist, das Ganze ist wieder mal eigentlich für große Plattformen wie YouTube und so weiter nicht wirklich dramatisch. An YouTube wird sich nichts ändern. Die haben da ihre Mittel und Wege, um da wirklich gut zu sein und wirklich eigentlich kein Problem mit dem Ganzen zu haben. Auch andere große Plattformen wie Twitter oder Instagram wird das nicht wirklich treffen. Aber kleinere Webseitenbetreiber oder auch Firmen wie zum Beispiel Discord könnte das übelst treffen. Denn ja, Discord kann natürlich auch nicht jede Nachricht filtern, weil die einfach auch noch nicht so weit sind. Die sind ja quasi noch im Aufbau, die gibt es noch nicht so lange. Und deswegen ist das gar nicht so ohne, wenn man so ein Gesetz einfach verabschiedet, ohne wirklich eine Lösung für Plattformen bereitzustellen. Wenn man dieses Gesetz verabschieden würde und sagt, hey, schaut mal hier, wir haben hier einen Pool von Daten und wir haben hier eine KI mit einer wunderbaren API. Ihr müsst nur eure Inhalte hier mal kurz dagegen halten. Wenn hier ein Nein rauskommt, dann seid ihr fein raus. Dann ist es überhaupt nicht mehr problematisch. Dann könnt ihr das veröffentlichen. Dann wäre das für keine Plattform ein Problem. Aber hier stellt man die Plattform mal wieder auf sich alleine und dementsprechend gefährlich ist das auch, wenn man ein Betreiber einer kleinen Plattform ist. Sehr, sehr schade meiner Meinung nach. Hier sollte sich definitiv was tun. Aber ich danke euch, dass ihr so lange dabei wart und ich hoffe, ihr seid nicht betroffen davon. Wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal mit hoffentlich erfreulicheren Themen. Bis dann. Ciao.